Ja, hallo zusammen, mein Name ist Rudi, ich bin 25 Jahre alt und in diesem Video möchte ich euch einige Worte über meine Haartransplantation beim Herrn Dr. Demirsoy erzählen. Vielleicht ganz kurz einige Worte zu meiner Vorgeschichte. Ich persönlich leide seit meinem 18. Lebensjahr an Haarausfall, wo sich schon leichte Geheimratsecken gebildet haben, und dieser Zustand hat sich dann bis zu meinem 21. Lebensjahr eigentlich immer mehr verschlimmert, sodass es irgendwann fast schon unmöglich wurde, sage ich jetzt mal, ein normales Leben bezüglich Styling und so weiter zu führen, ja, was für mich ziemlich wichtig war in diesem jungen Alter. Und ich persönlich habe wirklich versucht, mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen. Ich habe die Haare lang wachsen lassen, zur Seite gekämmt. Mit Streuhaar habe ich es versucht, irgendwie zu verdichten, was eigentlich auch funktioniert hat, aber das war halt mit einem extrem hohen Aufwand verbunden und man konnte halt seinen alltäglichen Aktivitäten nicht nachgehen. Also alltäglich zum Beispiel einen Kopfsprung im Schwimmbad einfach ins Wasser zu machen oder so, ja, was schon ziemlich deprimierend war. Aus diesem Grund habe ich auch schon ziemlich früh angefangen, bezüglich Haartransplantationen zu recherchieren. Ich selber habe die Haartransplantation dann erst mit 24 durchgeführt, weil die meisten Chirurgen es abgelehnt haben, in einem so frühen Alter eine OP durchzuführen, einfach nur aus dem Grund, dass sich der Haarstatus halt rapide noch verschlechtern könnte in diesem Alter. Und ja, mit 24 habe ich dann glücklicherweise von Herrn Dr. Demirsoy die Zusage bekommen, nachdem ich mit dem Finasterid angefangen habe, also mit der Einnahme vom Finasterid. Vorher hat Herr Dr. Demirsoy mir auch abgeraten, die Haartransplantation durchzuführen, einfach nur aus dem Grund, weil der Haarstatus instabil war. Ich hatte das Glück, dass ich dann endlich eine Haartransplantation durchführen konnte. Warum habe ich mich überhaupt für den Herrn Dr. Demirsoy entschieden? Ganz einfach, also ich hatte ja wirklich extrem recherchiert, welche Chirurgen da in Frage kämen, aber primär ging es mir darum wirklich, dass das Ergebnis gut ist. Ich wollte wirklich nichts anderes haben als eine schöne, dichte, ästhetische Haarlinie. Und wenn man so im Foren recherchiert, im Internet recherchiert allgemein, dann sieht man dann halt von Herrn Dr. Demirsoy wirklich einen Haufen Erfahrungsberichte, die allesamt wirklich gute Ergebnisse vorzeigen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund dafür, dass ich mich für den Herrn Dr. Demirsoy entschieden habe. Zusätzlich dazu muss man natürlich auch sagen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis dort wirklich Weltklasse. Also, ich sag's mal so, ich hatte Angebote teilweise von anderen Chirurgen, da reichten die Summen zu bis zu 15.000 Euro, ja, was für einen Studenten wie mich natürlich unbezahlbar war. Beim Herrn Dr. Demirsoy ist es halt signifikant weniger, ja, also 1,25 € pro Graft. Bei mir waren es 2.500 Grafts und das konnte ich mir dann am Ende leisten. Und wenn man das Ergebnis anguckt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich Weltklasse. Ja, und nachdem ich mich dann nach gründlichster Recherche für Herrn Dr. Demirsoy entschieden habe, habe ich über eine Internetseite der Organisation Health Travels Kontakt mit dem Herrn Clemens Weber aufgenommen. Zuerst erfolgt natürlich eine Art Online-Konsultation, also man schickt ein paar Bilder zu, von der Haarlinie, von der Vorgeschichte in der Familie und so weiter und kriegt dann ein Feedback. Bei mir wurden vorgeschlagen, ungefähr 2.500 Grafts zu verpflanzen. Sofern man damit einverstanden ist, macht man dann telefonisch mit dem Herrn Clemens Weber einen Termin aus, leistet dann die Anzahlung von, ich glaube, das waren 500 € und dann muss man sich eigentlich nur noch um den Flug kümmern. Der Rest ist super gut organisiert gewesen. Wenn man in der Türkei ankommt, wird man sofort abgeholt vom Fahrer, zum Hotel gefahren, was ebenfalls von Health Travels organisiert wird, und wird dann auch am nächsten Tag schon zur Klinik gefahren. Also im Prinzip ein extrem reibungsloser Verlauf. Die Kommunikation, da Herr Clemens Weber selbst deutschsprachig ist. Und ja, also das Einzige, worum man sich eigentlich wirklich Gedanken machen muss, ist, wie man den Flug bucht, aber das ist heute ja kein Problem. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon los. Sobald man angekommen ist, wird man morgens vom Fahrer abgeholt, dessen Name mir leider entfallen ist. Er selbst ist auch deutschsprachig gewesen, super freundlich, super nette Einstellung, sind dann zur Klinik gefahren, wo dann auch schon Herr Clemens Weber und Herr Dr. Demirsoy gewartet haben. Ja, und der erste Schritt bestand im Prinzip dann darin, die Haarlinie zu besprechen. Ich persönlich wollte natürlich eine kerzengerade Haarlinie haben, damit ich meine Traumfrisur machen kann, aber davon wurde mir sehr, sehr schnell abgeraten, weil das einerseits nicht ästhetisch wäre und andererseits
natürlich die Gefahr besteht, dass aufgrund meines jungen Alters der Haarausfall weitergeht und ich natürlich auch noch genug Spenderhaare brauche, um dann später auch den hinteren Bereich füllen zu können. Lange haben sie nicht gebraucht, um mich zu überreden. Ich habe dem ersten Vorschlag eigentlich schon direkt zugestimmt, weil das sind Profis, ja. Ich habe ihnen vertraut und im Endeffekt sieht man jetzt ja auch, das ist sehr gut gelungen und ich bin froh, dass ich mich nicht anders entschieden habe. Und ja, die Klinik an sich wirklich sehr, sehr professionell, sehr sauber, macht wirklich einen sehr ordentlichen Eindruck. Außer mir gab es an diesem Tag keine weiteren Patienten, aber das liegt natürlich daran, dass Herr Dr. Demirsoy auch wirklich nur einen Patienten am Tag behandelt. Und ja, dann ging es eigentlich auch schon in den OP-Saal, nachdem der Kopf kahl rasiert wurde. Das Ganze beginnt mit einer lokalen Anästhesie. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es tatsächlich war. Ja? Und nach den ersten beiden Einstichen hat man eigentlich auch schon nichts mehr gespürt. Und dann ging es eigentlich auch schon los mit der OP, wobei Herr Dr. Demirsoy, und das hat mich eigentlich gewundert, selbst an der OP beteiligt war. Ja, dass also er selbst den Eingriff gemacht hat, was ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist. Im ersten Schritt werden dann die Haarwurzeln hier hinten entfernt, beziehungsweise vom ganzen Spenderbereich. Und das alles verlief eigentlich echt schmerzfrei und ich bin sogar zwischendurch ab und zu mal eingeschlafen. Dann kam irgendwann die Mittagspause, danach wurden die Kanäle hier vorne in den kahlen Stellen gestochen, wo dann später im letzten Schritt die Haarwurzeln eingesetzt wurden. Alles bis auf das Einsetzen der Haarwurzeln wurde von Herrn Dr. Demirsoy durchgeführt, nur das Einsetzen der Haarwurzeln dann später von den Assistentinnen, die aber natürlich super ausgebildet waren und super professionell und sauber gearbeitet haben. Also wie gesagt, man sieht es am Ergebnis. Ich kann mich absolut nicht beklagen. Die Haartransplantation an sich, die ging dann ungefähr 8 Stunden lang, glaube ich. Und sie verlief wirklich schmerzfrei. Also aufgrund der Anästhesie habe ich wirklich gar nichts gespürt und ich bin eigentlich den größten Teil zwischendurch mal eingeschlafen und ja, habe da deswegen auch gar nicht so viel mitbekommen. Und auch nach der OP kriegt man natürlich erstmal ein paar sehr, sehr wichtige Hinweise bezüglich des Verhaltens, ja, wie muss man schlafen und also vorzugsweise natürlich mit einem Nackenkissen dann, das kriegt ihr dann aber alles erklärt. Ja, und zuletzt vielleicht noch ein paar Worte zu den Tagen zur Zeit nach der Haartransplantation. So circa nach 10 Tagen haben sich bei mir auch die ganzen Krusten gelöst, ja, man konnte dann endlich die Haarlinie sehen. Das Haar ist auch am Anfang ziemlich dicht und ziemlich voll, das sieht ziemlich cool aus, aber gewöhnt euch nicht dran, ja, die Haare fahren nämlich ziemlich schnell aus. Nach ca. 30 Tagen Post-OP blieb dann eigentlich gar nichts mehr übrig, aber der gute Effekt daran ist, man kann dann schon beobachten, wie die ersten Härchen wachsen. Ja, und nach hat es dann angefangen, dass die Härchen gewachsen sind. Von Monat zu Monat wurde es mehr. So circa ab dem 4. Monat Post-OP konnte man dann auch schon so ein bisschen die Haare stylen. Ich persönlich habe immer noch ein bisschen mit dem Streuhaar nachgeholfen, dass es etwas dichter wirkt. Und ja, nach so circa 7, 8 Monaten Post-OP war in meinem Fall zumindest mal das Ergebnis final und hat sich bis heute eigentlich auch nur minimal bzw. nicht wirklich bemerkbar verändert. Ich persönlich bin aber super zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, also das sieht wirklich Weltklasse aus. Ich denke, kein Außenstehender hätte jemals gesagt, dass ich da irgendwas operativ machen lassen habe. Die meisten meiner Bekannten haben mir selbst nicht geglaubt. Zumal ich ja vor der Haartransplantation meine Geheimratsecken ja auch mit allen Mitteln verdeckt habe. Und ja, also an alle diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, eine Haartransplantation zu machen, tut das. Das ist wirklich die absolut beste Entscheidung gewesen überhaupt. Ja, man gewinnt echt ein Stück Lebensqualität wieder. Das ist echt so. Also meine wärmste Empfehlung. Ja, auch hier nochmal eine Demonstration mit frisch gewaschenem Haar, beziehungsweise mit nassem Haar. Also man sieht, die Haarlinie sehr natürlich geworden. Passt perfekt zum Rest, zum natürlichen Haar. Vielleicht noch einmal ganz kurz mit dem Kamm, dass man das auch wirklich gut sehen kann. Ja, hier noch einmal der Look im trockenen Zustand. Man sieht auch hier sehr, sehr natürlicher Look. Hier einmal die Haarlinie. Auch einmal ganz kurz mit dem Kamm, sodass man die Haarstrukturen besser sieht. Also man sieht, die Haarlinie ist wirklich sehr natürlich geworden und die Dichte wirklich gut, passt perfekt zum Rest. Und hier vielleicht noch auch ein ganz kurzer Blick auf den Donor.
wo die Haare entnommen wurden. Auch hier sieht man, dass ein wirklich sehr, sehr guter Job gemacht wurde. Es sind keinerlei Löcher oder ähnliches zu sehen. Und normalerweise, wenn ich zum Friseur gehe, lasse ich mir auch die Seiten auf 0 mm rasieren und selbst in diesem Zustand sieht man absolut nichts. Also keiner hätte jemals gesagt, dass ich eine Haartransplantation durchgeführt hätte. Und natürlich auch nochmal ein großes, großes Dankeschön an den Herrn Clemens Weber von Health Travels, der immer zur Seite stand, der immer aktiv war, ja, also sowohl vor der OP als auch nach der OP, nachdem eigentlich schon alles abgeschlossen, alles bezahlt war, stand der Clemens Weber immer für Fragen zur Verfügung. Selbst jetzt, ein Jahr nach der OP, es sind jetzt genau 12 Monate vergangen, habe ich mit dem Herrn Weber noch Kontakt. Wenn es irgendwelche Unsicherheiten gibt, Unklarheiten gibt, wenn man Tipps braucht, ja, wenn man, egal was, Herr Clemens Weber ist immer da, er antwortet immer super schnell, ja, man kann auch mit ihm telefonieren und das ist wirklich einfach ein Weltklasse-Service, den man wahrscheinlich bei anderen Ärzten nicht wirklich kriegt, ja, zumal Herr Clemens Weber als, ich sag mal, Assistent nur von Herrn Dr. Demirsoy auch über ein wirklich großes Vermögen an Know-how verfügt, über diese ganze Haartransplantationsgeschichte. Ja, also das ist wirklich sehr hilfreich und auch er hat mir wirklich sehr, sehr viel geholfen, wenn ich mal Fragen bezüglich der Einnahme von Regain hatte oder sonstigen Sachen. Für all diejenigen, die gerne mehr Informationen zu meiner Haartransplantation und meiner ganzen Geschichte haben möchten, unten in der Beschreibung gibt es einen Verweis auf meinen Post im Forum von alopecia.de und da ist wirklich eine extrem ausführliche, detaillierte Beschreibung zu meiner ganzen Geschichte. Wer Fragen hat, der kann sich dort gerne anmelden und mir persönlich schreiben. Ich antworte relativ schnell immer. Und ja, also wie gesagt, an alle, die mit dem Gedanken spielen, eine Haartransplantation durchzuführen, zieht das durch. Ja, ich bereue es überhaupt nicht und es war wirklich jeden Cent und jede qualvolle Stunde nach der Haartransplantation wert. Also wirklich, das ist wirklich ein Stück Lebensqualität, das man wieder gewinnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.